Ist die georgisch-türkische Grenze. Hinter mir steht der Jan, da sieht man es. Und wir reisen nach 2,5 Monaten ungefähr wieder aus Georgien aus. Leider, leider. Wir vermissen jetzt schon das Essen und die Puscheltür auf den Straßen und die lieben Menschen und die tolle Landschaft. Aber jetzt kommt die Türkei und die ist auch schön. Wir sind in Trabzon, da haben wir ein Hotel reserviert, weil wir uns heute Abend mit anderen Leuten treffen. Aber bei Booking stand schon in der Beschreibung, es ist schwierig zu finden und das ist nicht gelogen. Wir irren hier durch ein Einbahnstraßensystem und finden es nicht. Der Jan ist jetzt vorgefahren mit dem Motorrad und hofft, er findet so, weil man da vielleicht ein bisschen anders fahren kann als mit dem Auto. Die Einheimischen wissen alle, wo wir hinwollen, aber können uns auch nicht sagen, wie. Wir haben es geschafft. Der Hans hat es geschafft hier hoch. Wir haben den Weg gefunden mit dem Jan und dem Oskar als Wegscout. Das ist unser Hotel. Jetzt sind wir heute nur 200 Kilometer gefahren, sind aber zurück im Osmanischen Reich. Und damit sieht hier alles aus wie in Bulgarien. Heute gibt es Frühstück mit Blick aufs Meer. Am Essen sieht man manchmal, wie nah sich Bulgarien und die Türkei eigentlich sind. Das hier heißt hier Kaymak, in Bulgarien ist es Kaçamak. Eigentlich brauchen wir nur Scheibenwischer, aber wir könnten auch eine neue TÜV-Plakette kaufen. Los! Nee, wir wollten weiterfahren, aber dürfen das nicht. Wir müssen jetzt noch einen Tee trinken. Weltkulturerbe hier, total knuffig. Könnte aber auch zu Hause in Bulgarien sein. In irgend solchen alten Häusern werden wir heute Abend schlafen. Silke war gestern ganz aus dem Häuschen, als sie das gefunden hat. Es regnet, aber wir haben uns dieses coole Boutique-Hotel gegönnt für 12 € mit Frühstück. Jan muss jetzt hier bleiben. Ja, Katze.
traditionell osmanischen Gästehaus. Das ist unser Zimmer. Und das Coolste ist, das Bad ist quasi im Schrank. Schon mal Geschäfte im Schrank gemacht? Okay, wir sind nur nach Mudurnu gekommen zum Essen. Weil wir waren im Juni schon hier und das war einfach so sensationell. Wir sitzen hier in der Türkei, in Mudurnu beim Frühstück und schauen eine vollgestellte Reportage über, wir sind uns noch nicht einig, wahrscheinlich Usbekistan. Ja, Usbekistan. Ein letztes türkisches Frühstück, bevor wir demnächst die Türkei verlassen müssen. Es ist noch nicht alles da. So ein Frühstück bleibt natürlich nicht unbeachtet. Hier wurde der Iskender-Kebab 1867 erfunden und wir haben den Fehler gemacht, Anfang Juni hier zu essen und danach war egal wo der Iskender-Kebab nicht so lecker. Das Wichtigste ist nämlich die gebräunte Butter. Da ist unten drunter Fladenbrot und danach kommt das Fleisch, Tomatensauce und gebräunte Butter aus 3 verschiedenen Milchsorten. Wir sind im Kino. Bond. Fast alleine. James Bond. Auf Englisch für 2,80 € für 2. Zusammen. Und ein Karton Popcorn. Für 1,20 €. She can take my heart if she wants it. She's all I can love with it anyway. Even though she'll never stay. Da unten stehen Oskar und Susi immer noch schön mit Sicherheitsabstand. Da ist wohl nichts passiert. Wir kriegen also keine kleinen Mopeds. Und da steht der Hans und passt auf die 2 auf. So, das ist jetzt aber unser allerletztes türkisches Frühstück. Zu dritt. Mit Martha. So, wir sind an der Grenze Türkei-Bulgarien und hoffen, dass wir unsere Schulden noch bezahlen können. Wir haben nämlich zu wenig Guthaben auf unserem HGS-Konto gehabt, haben dafür gestern einen kleinen Strafzettel bekommen, haben 15 Tage Zeit, den zu bezahlen. Wir sind auch willig, aber an der nächsten Mautstation haben sie unser Geld nicht gewollt. Die App nimmt keine Kreditkarte, die Webseite nimmt nur türkische Konten, die Shell hat uns zur Post geschickt, die Post hat uns zur Grenze geschickt. Da sind wir jetzt. Mal schauen, ob wir die Schulden bezahlen können. She can take my heart if she wants it. She's all I can love with it anyway. Even though she'll never stay. Oh, and I'll be standing here with empty hands and an open field. Won't you please bring her back to me? Connected.